Pornostar Jean-Luc Gronk überlässt Neuling Filmrolle. Vermehrte Notlandung in Area 18. Neuer Champion bei Space Schachmeisterschaft. Wohnraumnot in Lorville. Mein Name ist Don Normandy und das sind die aktuellen SDN News. Die wichtigsten Informationen des Tages. Brandaktuell auf SDN, dem Space Television Network. Der bekannte Pornodarsteller Jean-Luc Gronk wurde für einen Blockbuster aus Starwood gecastet und hätte so sein Genre verlassen. Jedoch hat er Duncan abgelehnt und einen jüngeren Newcomer vorgeschlagen. Seine Stellungnahme dazu: Ich fühle mich nicht mehr jung genug für diesen Rummel um meine Person, und auch der Regisseur findet, dass Douglas Brunson das hübscheste Lächeln hat. Brunson, bekannt für seine außergewöhnliche Kleidungsauswahl, wird sicher zu einem Frauenschwarm avancieren, und das nicht nur wegen seinem außergewöhnlichen Lächeln. Er wörtlich dazu: Es wurde Zeit, dass endlich auch das ganze Verse mein Talent zu sehen bekommt. Ein neuer Star am Starwood-Himmel dürfte geboren sein. Zu mehreren Notlandungen ist es vergangene Woche in Area 18 gekommen. Die Passanten staunten nicht schlecht, als immer wieder Raumschiffe auf den Gehweg notlandeten. Manche verloren sogar ihre Fracht dabei und hätten fast unbedarfte Passanten erschlagen. Die Sicherheit ist derzeit etwas ratlos. Externe Experten vermuten einen Störsender eines Hackers, der auf kurze Distanz einen störenden Impuls aussendet. Daher wird angenommen, dass in unmittelbarer Nähe der Absturzstelle sich der Kriminelle befindet. Der Sicherheitsdienst bittet alle Einwohner besonders Vorsicht walten zu lassen und die Augen offen zu halten. Auch auf anderen Planeten ist es zwischenzeitlich zu gehäuften Vorfällen gekommen und es wird vermutet, dass hierbei ein Zusammenhang besteht. Ein neuer Champion gibt es bei der Space Schachmeisterschaft in Stanton. Ungewöhnlich war, wie der Sieg errungen wurde. Jamie Arkell erscheint bei der Meisterschaft mit einem zusätzlichen Sauerstofftank und verzögert die Runde so lang wie möglich, bis seinem bisher ungeschlagenen Gegner Jerry Sonnet die Luft so dünn wurde, dass er einen schwerwiegenden Fehler beging. Damit gewann Jamie Arkell die aktuelle Schachmeisterschaft. Jerry Sonnet dazu: Das war eine absolut unsportliche Leistung von Arkell und ich und mein mentaler Trainer werden dagegen Einspruch einlegen. Es kann doch nicht sein, dass man nur abwarten braucht, bis dem Gegner die Puste ausgeht. Unserer Meinung nach wurde es nach 7 Jahren Zeit, dass es frischen Wind in der Schachmeisterschaft gibt. In Lorville wird der Wohnraum knapp. Aus diesem Grund hat Hurston Dynamics einen neuen Schritt gewagt. Sie wollen, statt die Stadt zu erweitern, interdimensionalen Wohnraum schaffen. Dazu haben sie schon verschiedenste Experimente durchgeführt und sie sind laut Pressemitteilung nun so weit, erste Prototypen zu testen. Unser Außenreporter Sirup hat sich auf den Weg gemacht, um diese aufzustöbern, und tatsächlich ist es ihm gelungen, eine dieser Wohnungen zu finden. Jedoch ist die Wissenschaft nicht überzeugt von der Ungefährlichkeit des interdimensionalen Wohnen. Ehemaliger Leiter des Forschungsteams Dr. Jeffro Ankins dazu: Das interdimensionale Wohnen ist eine gefährliche Sache und sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Es ist derzeit übereilt, schon Prototypen von Wohnungen zu erstellen, da noch nicht alle Gefahren dazu erforscht wurden. Der Pressesprecher von Hurston Dynamics dazu: Dr. Atkins wurde von dieser Forschung abgezogen und versucht nur aus Rache das Projekt schlecht zu machen. Dr. Rewald Kingston, der neue Leiter des Forschungsteams, hat in kurzer Zeit große Schritte gemacht und es gibt keinen Grund, nicht mit den ersten Prototypen zu starten. Und wir werden es nicht nur in Gebäuden testen, sondern auch auf Raumschiffe. Dann hoffen wir mal, dass bei Hurston Dynamics nicht wieder die Geldgier über die Vernunft herrscht. Das waren die SDN News. Bleiben Sie immer gut informiert und abonnieren Sie unseren Sender. Die wichtigsten Informationen des Tages. Brandaktuell auf SDN, dem Space Television Network.